Hallo, hier heute mal aus anderer Kulisse, nämlich aus Faro, Portugal. Und heute wollen wir darauf eingehen, was die meisten bei der Content-Erstellung falsch machen. Der erste Punkt, den eigentlich jeder macht, ist einer von beiden Punkten, nämlich entweder sie tun zu wenig planen, das sieht man bei Instagram und Ähnlichem, wenn sie vorhaben für ihr Business zu posten, aber dann anfangen Katzenbilder zu posten, weil sie eigentlich gar keinen Plan oder Konzept dahinter haben. Der andere Punkt, dass man ewig lang herumplant, dass man sich überlegt, was könnte man posten, man möchte für die ersten 30 Tage vorplanen, muss man recherchieren und Ähnliches und kommt in Wirklichkeit nie ins Handeln. Das ist halt der andere Fehler, wo man erst die Balance dann oft braucht aus beiden. Der zweite Fehler, bei dem du dich vielleicht auch erwischt fühlst, ist, wenn du Content erstellen möchtest, dass einfach viele die ganze Zeit andere analysieren, was sie für Content machen, wie sie Erfolg haben. Und das Problem dabei ist halt, dass das Content erstellen selber oft dann frustrierend wird, weil du schaust den ganzen Zeit anderen zu, wie sie Erfolg haben, wie sie diesen Content selber erstellen, Leute ihnen Kommentare schreiben und so weiter, während du eigentlich keine Zeit findest, deinen eigenen Content zu machen. Deswegen schau lieber, dass du selber viel Content machst und hör auf zum Analysieren, was andere machen, wie sie es machen und Ähnliches. Außerdem wird es dann individueller auch dein Inhalt. Der dritte Punkt ist meistens, dass die Leute perfekt sein wollen. Aber das ist aus mehreren Gründen gleich eigentlich nicht unbedingt sinnvoll, das anzustreben. Weil zum einen machst du gerade am Anfang sehr viel Fortschritt, ob das jetzt bei einem Video oder was anderes ist, es nicht bringt, wenn du perfekt sein möchtest, weil du im Endeffekt nach 2, 3 Videos zum Beispiel besser bist und sowieso nicht mit denen davor überglücklich sein wirst. Und so ist halt bei den meisten anderen Sachen auch. Das andere ist, dass dich Perfektionismus einfach sehr oft abhaltet, voranzukommen. Dass es also zum einen nur ein Vorwand oft ist, um etwas anderes zu tun. Und selbst wenn es dir nur darum geht, keine Fehler zu machen, dann haltet es dich noch immer ab, diese Fehler zu machen, daraus zu lernen und schneller voranzukommen. Und der letzte Punkt, der auch noch wesentlich ist, dass meistens niemand anderes so kritisch auf deine Sachen schaut, wie du selber. Das heißt, wenn für dich zu 80% oder was perfekt ist, dann reicht das völlig aus, weil wer anderer wird meistens nicht in deiner Arbeit den gleichen Perfektionismus sehen wie du. Im Übrigen ist sich der YouTube-Algorithmus sicher, wenn dir dieses Video gefiel, dass du auch von diesem begeistert sein wirst. Lass uns doch schauen, ob er recht behält.